Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich eine ganz besondere Sternenjacke für euch entworfen und gehäkelt. Ich habe ein reines Baumwollgarn mit tollem Farbeffekt und wunderschönem Glanz verwendet. Die schwingende Weite der Jacke kaschiert mögliche Problemzonen gekonnt und unterstreicht durch ihre A-Linie die weibliche Figur ganz wunderbar. Ein besonderes Highlight bildet der wunderschöne Halbkreis im Nackenbereich. Ich habe die Jacke diesmal etwas kürzer gehalten, aber die Länge könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Die Anleitung ist grundsätzlich für fast jedes Material geeignet und enthält wie gewohnt die Angaben von Größe 36 bis 50. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Jacke nehme ich die Prolana Ocean Multicolor. Sie besteht zu 100% aus Baumwolle. 50 Gramm haben 110 Meter Lauflänge. Das ist die Farbe Nummer 81 und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und ich häkle in den Ring weitere 13 Stäbchen, sodass wir inklusive Ersatzstäbchen 14 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 14 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle zunächst 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen und noch einmal 2 Luftmaschen für den Abstand und häkle ins nächste Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und in jedes Stäbchen, das vorhanden ist, häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und wir müssen genau 13 Kästchen erhalten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Das letzte Kästchen, auch hier häkeln wir 2 Luftmaschen und das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und bitte zählt das nach. Es müssen genau 13 Kästchen sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen und in dieses erste Kästchen häkle ich 2 Stäbchen, sodass wir hier eine Dreiergruppe haben und ab jetzt häkle ich in jedes Kästchen 3 Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder.
Willkommen zurück. In die letzte Lücke häkle ich zunächst 2 Stäbchen und das dritte Stäbchen häkle ich in die dritte Luftmasche von unten gezählt und wir erhalten genau 39 Stäbchen. Die Zahlen müssen immer passen. Wir wenden und wir starten zunächst mit 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen und häkeln noch einmal 3 Luftmaschen für den Abstand. Und jetzt lassen wir das nächste Stäbchen aus und häkeln in jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen. Abstand ist 3 Luftmaschen. 1 auslassen, in jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen, dazwischen immer 3 Luftmaschen und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben ein Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Wir häkeln 3 Luftmaschen und das letzte Stäbchen häkeln wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir haben genau 19 Kästchen. Wir wenden, wir starten mit 3 Luftmaschen und in die erste Lücke häkle ich 3 Stäbchen. Und in jede weitere Lücke häkle ich 4 Stäbchen. Wir springen von Lücke zu Lücke und häkeln in jede Lücke 4 Stäbchen und es ergeben sich genau 76 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die letzte Lücke häkeln wir 3 Stäbchen und das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Wir haben genau 76 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen, das ist unser Randstäbchen und wir häkeln zwischen die 4 Gruppen immer ein V. Ein V besteht aus einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und noch einem Stäbchen in dieselbe Lücke. Das V befindet sich also in der Lücke zwischen den Gruppen. Wir häkeln in jede Lücke ein V. Ein V besteht aus einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und noch einem Stäbchen in dieselbe Lücke. Wir haben jetzt also ein Randstäbchen und 2 V. Und so ein V häkeln wir in jede Lücke und wir müssen genau 18 V erhalten und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 18 V gehäkelt. Die Reihe endet mit einem Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und wir wenden die Arbeit und ab jetzt starten wir mit dem ersten Mustersatz. Wir häkeln jetzt immer 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen. Und in dieser Reihe häkeln wir in die Vs hinein 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal
2 Stäbchen. Wir springen zum nächsten V und häkeln in jedes V 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 18 Gruppen gehäkelt. Diese Anzahl von 18 Gruppen bleibt jetzt stets unverändert. Die Reihe endet mit einem Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Randstäbchens aus der Vorreihe. Und wir wenden die Arbeit. In der nächsten Reihe häkeln wir wieder 18 solche Gruppen, aber diesmal ein bisschen anders. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Das ist immer unser Randstäbchen und wir häkeln jetzt ein Stäbchen auf das Stäbchen vor der Lücke. Dann häkeln wir in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und ein Stäbchen auf das Stäbchen nach der Lücke. Das heißt, wir haben wieder jeweils 2 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke. Dann lassen wir 2 Maschenköpfe aus und häkeln wieder ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und immer 2 auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und hier bleibt ein Stäbchen übrig und das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Die Reihe hat auch genauso begonnen mit einem Randstäbchen und dann haben wir eine Masche ausgelassen. Und wir wenden die Arbeit und es folgt eine vollkommen identische Reihe, wie wir sie gerade gemacht haben. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen ein Stäbchen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke und wir lassen 2 Stäbchen aus, häkeln ein Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und ein Stäbchen nach der Lücke. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Die Reihe endet immer gleich. Wir lassen das letzte Stäbchen aus und ins Ersatzstäbchen, immer in die dritte Luftmasche, häkeln wir unser Randstäbchen. Das war der erste Mustersatz. Wir haben jetzt 3 Reihen mit Zweiergruppen und jetzt folgen 3 Reihen mit Dreiergruppen.
Das heißt, in der nächsten Reihe müssen wir auf 3 Stäbchen erhöhen und das machen wir so. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen ein Stäbchen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke und in die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann noch ein Stäbchen nach der Lücke. Das heißt, wir haben jetzt 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke. Wir lassen immer 2 Maschen aus. Wir häkeln ein Stäbchen vor der Lücke und die Zunahmen erfolgen in der Lücke, indem wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke häkeln und dann noch ein Stäbchen nach der Lücke und wieder 2 auslassen, das bleibt immer gleich, ein Stäbchen vor der Lücke, 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen nach der Lücke und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und auch das Ende ist immer gleich. Ein Stäbchen bleibt übrig und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgen 2 identische Reihen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen wie immer das nächste Stäbchen aus und jetzt häkeln wir bis zur Lücke 2 Stäbchen und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und 2 Stäbchen nach der Lücke. Wir nehmen also nicht zu, sondern die Anzahl von 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke bleibt bei 3. Wir lassen 2 Maschen aus und jetzt brauchen wir bis zur Lücke 2 Stäbchen und in die Lücke nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und 2 Stäbchen nach der Lücke. Und das machen wir diese Reihe so und noch eine weitere Reihe. Wie gesagt, das Ende der Reihe ist ebenfalls immer gleich. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 identische Reihen gehäkelt. Das bedeutet, wir haben jetzt 3 Reihen mit je 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke und wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Jeder Mustersatz besteht aus 3 Reihen und es kommt immer in der ersten Reihe des Mustersatzes ein Stäbchen hinzu und dann kommen immer 2 Reihen ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen, wir lassen ein Stäbchen aus, wir häkeln die Stäbchen bis zur Lücke ab und in der Zunahmereihe häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und 2 Stäbchen. Und dann häkeln wir auf der anderen Seite gleich viele Stäbchen nach der Lücke wie vor der Lücke. Also wir hatten 2 Stäbchen vor der Lücke in dieser Reihe und 2 Stäbchen nach der Lücke und je 2 in der Lücke. Das heißt, wir haben jetzt auf 4 Stäbchen erhöht. Diese beiden lassen wir aus, das bleibt immer gleich. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke und in der Zunahmereihe häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und dann auf der anderen Seite gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. Es bleiben immer 2, die wir überspringen müssen und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Es bleibt ein Stäbchen übrig und das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und immer in die dritte Luftmasche häkeln wir das Randstäbchen. Jetzt folgen wieder 2 Reihen ohne Zunahmen. Das heißt, wir behalten die Anzahl, die wir jetzt haben, bei. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen. Wir lassen immer ein Stäbchen aus und jetzt häkeln wir alle Stäbchen bis zur Spitze ab, die vorhanden sind. Und jetzt sind es schon 3 Stäbchen, bis wir die Spitze erreichen und in den Reihen ohne Zunahmen häkeln wir in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und nach der Lücke dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke, in diesem Fall 3. Dann landen wir immer richtig. Die nächsten 2 lassen wir aus, immer das letzte Stäbchen der Gruppe und das erste Stäbchen der nächsten Gruppe. Wir häkeln wieder alle Stäbchen, die da sind, bis zur Lücke und wir häkeln in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke häkeln wir auch nach der Lücke. Und das machen wir diese Reihe und noch eine Reihe und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den 3. Mustersatz beendet. Wir haben jetzt 3 Reihen mit 4 Stäbchen. Im nächsten Mustersatz sind es 5 Stäbchen, dann 6 und so weiter. Sinngemäß immer dieselben 3 Reihen und das machen wir so lange, bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und wir messen vom Mittelpunkt in einer Spitze gerade hinunter. Und wenn ihr euer Maß für eure Größe erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die gewünschte Größe erreicht für die Größe 4042. Ich habe jetzt vom Anfangspunkt gerade hinunter in einer Spitze gemessen, circa 39 cm. Wir müssen aber noch ein zweites Maß verifizieren. Ich habe zunächst jetzt die Einteilung gemacht für die Abteilung der Ärmel, damit ihr seht, wie das gemacht wird. Und zwar die ersten 3 Zacken bilden das erste Vorderteil, 3 Zacken bilden einen Ärmel,
6 Zacken bilden das Rückenteil, 3 Zacken den zweiten Ärmel und 3 Zacken das zweite Vorderteil. Und wie gesagt, 3 Zacken bilden den Ärmel, und zwar immer von Tal zu Tal, also immer ganze Zacken abteilen, und im Tal befindet sich immer der Maschenmarkierer. Und die Ärmel müssen so breit sein, dass euer Arm durchpasst, und die Maße habe ich euch oben in die Ecke geschrieben. Wenn das übereinstimmt, dann können wir die Ärmel abteilen. Die Passenhöhe ist ein Richtwert. Das muss nicht unbedingt ganz genau so sein wie bei mir oder wie oben angegeben, aber die Ärmelbreite, die muss passen. Wenn ihr noch zu wenig habt, müsst ihr noch 1 oder 2 Reihen dazu häkeln und dann die Einteilung wie hier vornehmen. Ich zeige es euch noch einmal. Wir haben hier 3 ganze Zacken, im Tal einen Maschenmarkierer, noch einmal 3 ganze Zacken, im Tal einen Maschenmarkierer, dann 6 Zacken, im Tal einen Maschenmarkierer und dann wieder 3 ganze Zacken, die sind wieder der Ärmel, und am Ende wieder 3 ganze Zacken. Und jetzt können wir die Ärmel abteilen. Bei mir ist es so, dass die letzte Reihe eine Zunahmereihe war. Eine Zunahmereihe ist eine Reihe, wo in der Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen sind. Bei mir kommt jetzt also eine Reihe ohne Zunahmen. Ihr macht einfach die Reihe, die jetzt bei euch dran ist. Also wenn es eine Reihe mit Zunahmen ist, die bei euch jetzt in der Musterfolge dran ist, häkelt ihr in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und wenn es eine Reihe ohne Zunahmen ist, häkelt ihr immer in die Spitzen nur 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen wie immer. Wir lassen die nächste Masche aus, ebenfalls wie immer, und wir häkeln die ersten 3 Zacken ab, so wie es in der Musterfolge eben der Fall ist. Bei mir ist es jetzt eine Reihe ohne Zunahmen. Und deshalb häkle ich in alle Spitzen nur 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Stäbchen. Und ich häkle bis zum Maschenmarkierer, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die ersten 3 Zacken wie gewohnt abgehäkelt. Wichtig ist jetzt, welche Zahl ihr gerade habt. Ich habe zum Beispiel im Moment 10 Stäbchen auf jeder Seite. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber die müssen wir jetzt beibehalten. Ich höre jetzt vor dem Maschenmarkierer 2 Maschen vorher auf, weil ich hier kein Stäbchen auslassen möchte, und ich häkle in die letzten 2 vor der Lücke 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab und stechen in das nächste Stäbchen ein, holen den Faden durch und machen wieder ein nicht ganz fertiges Stäbchen. Dann haben wir 3 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Dadurch haben wir hier wieder die richtige Anzahl an Maschenköpfen. Bei mir sind es 10. 2, 4, 6, 8,
10. Wie gesagt, die Zahl kann bei euch anders sein. Jetzt überspringen wir 3 ganze Zacken. 1, 2, 3 und da, wo der Maschenmarkierer drin ist, im Tal, legen wir wieder los, und zwar starten wir direkt nach dem Maschenmarkierer wieder mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Wir stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, wir holen einen Umschlag, stechen ins zweite Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab und dann alle 3. Jetzt häkeln wir 6 Zacken ab, genau wie immer. Und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 6 Zacken abgehäkelt. Ich höre auch hier 2 Maschen vor der Lücke auf, häkle 2 zusammen abgemaschte Stäbchen, überspringe 3 ganze Zacken, starte hier nach der Lücke wieder mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Jetzt bleiben 3 Zacken übrig, die sind das zweite Vorderteil und die häkeln wir ganz genau wie immer. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzten 3 Zacken gehäkelt, genau wie immer. Auch das Ende der Reihe genau wie immer. Und alle Zacken haben gleich viele Maschen. Bei mir sind es 10. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber alle Zacken haben gleich viele Maschen. Jetzt werde ich die Jacke so falten, wie sie später getragen wird, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier vorne auf beiden Seiten 3 Zacken für die Vorderteile, jeweils 3 Zacken für die Ärmel, und das Rückenteil hat 6 Zacken. Jetzt häkeln wir über die verbliebenen 12 Zacken ganz normal weiter, so wie bei der Passe. Auch die Zunahmereihen wie gewohnt, immer dann, wenn sie bei euch drankommen. Bei mir kommt jetzt noch einmal eine Reihe ohne Zunahmen, die mache ich noch mit euch gemeinsam, und wie gesagt, danach geht es genau wie vorher weiter, nur dass wir jetzt statt 18 Zacken nur noch 12 Zacken haben. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir starten wie immer. Wir lassen das nächste Stäbchen aus und wir häkeln 3 Zacken bis zum Armloch, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 Zacken abgehäkelt. Ich bin unter dem Arm angekommen und hier machen wir es ganz genau wie immer. Den letzten Maschenkopf von dieser Seite und den ersten von der anderen Seite lassen wir aus. Hier seht ihr die 2 zusammen abgemaschten Stäbchen auf beiden Seiten, aber wir haben nur einen Maschenkopf pro Paar. Und wir lassen wie immer 2 Maschenköpfe aus und häkeln die nächsten 6 Zacken. Unter dem anderen Arm funktioniert das genau gleich, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beendet und jetzt geht es ganz wie gewohnt weiter. Bei mir kommt jetzt zum Beispiel wieder eine Zunahmereihe. Das kann bei euch anders sein. Ihr schaut einfach,
welche Reihe bei euch jetzt dran kommt. Und ansonsten funktioniert es ganz genau gleich wie oben bei der Passe. Für die Gesamtlänge schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke. Ich messe von hier ganz oben gerade hinunter in der rückwärtigen Mitte und ich mache insgesamt eine ungerade Anzahl an Reihen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe insgesamt eine ungerade Anzahl an Reihen gemacht, sodass ich mich auf der schönen Seite der Jacke befinde. Die schöne Seite erkennt ihr hier, wo wir die Jacke begonnen haben. Hier auf der schönen Seite sind die Stäbchen glatter und liegen eher tiefer und auf der Rückseite sind die Stäbchen rauer und liegen eher erhaben. Das ist bei mir die schöne Seite und jetzt bearbeiten wir das im Tragen rechte Vorderteil und ich beginne mit einer Luftmasche und ich häkle in die erste Lücke um das Randstäbchen herum 2 feste Maschen, in die nächste Lücke häkle ich 3 feste Maschen, dann wieder 2 feste Maschen und dann wieder 3, immer abwechselnd und das mache ich, bis ich auf der anderen Seite am unteren Rand wieder angekommen bin. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die ganze Kante mit festen Maschen behäkelt und ich habe hier eine Klammer gesetzt. Hier mache ich das Knopfloch hin auf der im Tragen rechten Seite und ich habe als Richtwert vom Mittelpunkt bis zur Klammer ca. 33 cm hinunter gemessen und mit der Klammer 2 Maschen zugedeckt. Dieses Maß ist wie gesagt ein Richtwert, das findet ihr am besten durch eine Anprobe vor dem Spiegel heraus. Und jetzt häkeln wir die Reihe wieder zurück. Dazu beginne ich mit einer Luftmasche und starte im ersten Maschenkopf wieder mit den festen Maschen und häkle auf jede vorhandene feste Masche eine feste Masche bis zur Klammer. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Klammer gehäkelt. Ich entferne die Klammer und da ich einen Knebelknopf verwende, häkle ich nur 2 Luftmaschen und lasse 2 Maschen aus. Falls ihr einen relativ großen Knopf verwenden wollt, müsst ihr das größer machen, also zum Beispiel 3 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir die Reihe zu Ende und dann häkeln wir noch eine Reihe feste Maschen drüber und ins Knopfloch gleich viele feste Maschen, wie ihr Luftmaschen gemacht habt. Im Anschluss werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe die Blende fertiggestellt. Ich habe einen Knebelknopf angenäht und ich habe einen Ärmel vorbereitet. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Und wir beginnen unter dem Arm, damit wir genügend Bewegungsfreiheit erhalten,
häkeln wir ein paar Maschen mehr am Anfang. Die nehmen wir dann später wieder ab. Und zwar, ihr seht hier diese Reihe, wo wir den Ärmel abgeteilt haben. Um dieses Stäbchen herum häkle ich 2 Stäbchen. Zunächst schlingen wir neu an. Am rechten Rand dieses Stäbchens. Wir stechen ein, holen den Faden durch und häkeln 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen und ich häkle ein zweites Stäbchen in dieselbe Lücke und dann häkle ich in jeden Maschenkopf, der vorhanden ist, ein Stäbchen, bis wir zur Spitze kommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die Spitze häkeln wir jetzt immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und bei mir ist es jetzt so, meine Zacken hatten bis jetzt hier 10 Stäbchen und im Moment habe ich hier bis zur Lücke 4 Stäbchen mehr. Die nehmen wir dann im Laufe der nächsten Reihen wieder ab. Aber im Moment habe ich 4 Stäbchen mehr. Wir häkeln den Rest der Reihe ganz genau wie immer. Also im Tal immer die 2 überspringen und in jede Spitze ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich habe darauf geachtet, dass ich auch hier gleich viele Stäbchen habe wie auf der anderen Seite, also 4 Stäbchen mehr als die anderen Zacken haben. Ich habe auch hier in jeden Maschenkopf ein Stäbchen gehäkelt und dann noch 2 in diese Reihe, wo wir die Ärmel abgeteilt haben. Und jetzt schließen wir zur Runde. Und in der nächsten Reihe werden wir eine Abnahme machen. Das heißt, ich häkle ins nächste Stäbchen eine Kettmasche und ins übernächste Stäbchen eine Kettmasche. Diese 2 Stäbchen werden dann übersprungen am Ende der Reihe und auf dieser Seite diese 2. Und jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen und häkeln wieder eine ganz normale Reihe ohne Zunahmen. Wir häkeln bis zur Spitze, in die Spitze immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und jetzt haben wir, wenn wir bei der Spitze angekommen sind, ein Stäbchen weniger. Die anderen Zacken bleiben unverändert und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir lassen jetzt am Ende der Runde 2 Stäbchen aus und 2 Stäbchen am Anfang der Runde und schließen in die 3. Luftmasche zur Runde. Wir haben jetzt hier also eine etwas größere Lücke. Wir haben jetzt auf beiden Seiten ein Stäbchen abgenommen. Damit es mit den Abnahmen nicht so schnell geht, machen wir zwischendurch immer eine
Runde ohne Abnahmen. Und dazu häkeln wir eine weitere Kettmasche ins nächste Stäbchen und am Ende überspringen wir auf beiden Seiten nur ein Stäbchen. Wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln wieder eine ganz normale Runde ohne Zunahmen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und in dieser Reihe lassen wir den letzten Maschenkopf aus und hier das Ersatzstäbchen. Und wir haben auf beiden Seiten immer noch die gleiche Anzahl Stäbchen wie vorhin. Und in der Abnahmerunde häkeln wir ins nächste Stäbchen eine Kettmasche und ins übernächste ebenfalls. Und wir starten hier wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln den Rest der Runde, genau wie bei der Passe, eine gewöhnliche Runde ohne Zunahmen. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und in der Abnahmereihe überspringen wir unter dem Arm 4 Stäbchen, 2 auf dieser Seite und 2 auf dieser Seite. Und wir haben wieder auf beiden Seiten ein Stäbchen weniger. Und wir schließen immer in die dritte Luftmasche zur Runde und ich zeige euch auch noch einmal die Reihe ohne Abnahmen. Da häkeln wir ins nächste Stäbchen eine Kettmasche, starten mit 3 Luftmaschen, häkeln wieder eine ganz normale Runde wie bei der Passe ohne Zunahmen in den Spitzen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen. In der Runde ohne Abnahmen überspringen wir nur 2 Stäbchen, hier 1 und auf der anderen Seite 1 und schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Und diese beiden Reihen wiederholen wir so lange, bis auch diese beiden Bereiche gleich viele Stäbchen haben wie alle anderen. Und danach häkeln wir nur noch Reihen ohne Abnahmen, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Bei mir sind es ca. 35 cm unter dem Arm gemessen, aber die tatsächliche Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr den Ärmel hinuntergehäkelt habt, müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel genau gleich machen und dann ist unsere tolle Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser auffallenden Sternenjacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.